Dorneck, welche auf einer Felsrippe oberhalb von Dornach liegt, war einst ein mächtiges Bollwerk. Sie sicherte die Region über Jahrhunderte gegen Bedrohungen. Die Ruinen der rund 100 Meter langen und 50 Meter breiten Burganlage sind auch heute noch beeindruckend und ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer. Es gibt noch einiges zu sehen. Der Bergfried, der Palas und ein Turm stammen aus dem 13. Jahrhundert. Der Zwinger, der Flankenturm und der Kapellenturm wurden um 1500 erbaut. Weiter gibt es ein kleines und ein großes Bollwerk, den Pulverturm von 1543, die Ringmauer und weitere Gebäude. Die erste Burganlage an dieser Stelle wurde wohl im 11. Jahrhundert errichtet. Damals gehörten diese Ländereien zum Besitz der Freien von Pfäffingen. Danach ging sie an die mit den Pfäffingern verwandten Grafen von Saugern. Um 1180 starb die Familie aus. Nun erbten die Grafen von Tirstein die Burg. Diese errichteten Mitte des 13. Jahrhunderts vermutlich die ersten Teile des heute noch sichtbaren Komplexes. Es handelt sich dabei um massive Mauern im Bereich des großen Bollwerks. Die ursprüngliche Anlage war wesentlich kompakter und befand sich auf dem höchsten Punkt des Areales. Der große Hof kam wohl erst im 14. Jahrhundert hinzu. 1356 ereignete sich das große Basler Erdbeben. Dabei wurde die Burg zwar beschädigt, doch alsbald wieder instand gesetzt und sogar weiter ausgebaut. 1360 verkaufte Graf Sigmund II. Von Tirstein-Farnsburg die Burg an Herzog Rudolf IV. Von Österreich. Dieser gab ihm die Burg allerdings postwendend als erbliches Lehen zurück. Im damaligen Feudalsystem war dies ein üblicher Vorgang, um sich unter den Schutz eines mächtigeren Patrons zu stellen. Zur Burg gehörte auch das halbe Dorf Dornach sowie der Weiler Gempen. Bei diesem Handel wird die Burg erstmals schriftlich erwähnt. Nach dem Tod Sigmunds veräußerte seine Witwe die Burg 1384 schließlich ganz an die Habsburger. Nach ihrer Niederlage bei der Schlacht von Sempach saßen die Habsburger auf einem Berg von Schulden. Deshalb verpfändeten sie die Burg Dorneck im Jahr 1394 für 2000 Gulden an den Basler Bürger Henmann von Effringen. Die Habsburger behielten sich jedoch das Öffnungsrecht vor, um die Burg im Kriegsfall nutzen zu können. Sie sollten das Pfand nie mehr einlösen können. Die Herren von Effringen, welche alsbald in den Ritteradel aufstiegen, besaßen die Burg über längere Zeit. Mitte des 15. Jahrhunderts benötigten sie Geld und verpfändeten die Burg teilweise an ihren Verwandten Konrad von Hallwil. In dieser Zeit ließen sie die Anlage um die Vorburg mit dem mittleren Tor erweitern. Die bis dahin noch immer den Tirsteinern gehörende zweite Hälfte des Dorfes Dornach kam schließlich 1462 auch in den Besitz der Effringer. Kurz darauf gerieten die Brüder Bernhard und Henmann von Effringen wegen der Aufteilung der Güter in Streit.
Die Burg ging schlussendlich an Bernhard, welcher sie jedoch 1485 an die Stadt Solothurn verkaufte. Diese erhielt so einen wichtigen Vorposten im Kampf mit Basel um die Beherrschung der Handelswege über den Jura. Die Burg befand sich damals in einem schlechten Zustand und man machte sich nun daran, diese wieder herzurichten. Dann brach der Schwabenkrieg aus. Die Arbeiten waren noch im vollen Gange, als 1499 kaiserliche Truppen die Burg belagerten. Doch die Eidgenossen eilten rechtzeitig herbei und besiegten die Angreifer am 22. Juli in der kriegsentscheidenden Schlacht von Dornach. Noch im selben Jahr wurden die Beschädigungen behoben. In den folgenden 300 Jahren bauten die Solothurner die Burg zu einer mächtigen Festung aus. Rund 60 Landvögte residierten hier. Dank starker Truppen und guter Bewaffnung überstand Dorneck den Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648 unbeschadet. Der Einfall der Franzosen 1798 bedeutete jedoch das Ende der Festung. Dorneck wurde durch Artilleriefeuer schwer beschädigt und erobert. Die Soldaten plünderten die Burg und machten sie für militärische Zwecke unbrauchbar. Danach diente die Ruine als Steinbruch, bis die Bürger von Dornach die Anlage 1902 dem Kanton Solothurn schenkten. Das bestehende Mauerwerk wurde in den folgenden Jahren konserviert. Seit 1970 kümmert sich die Solothurnische Denkmalpflege um die einst mächtige Festung.